diesem Video geht es um die beste VC-Methode in NBA 2K22. Diese Methode ist absolut legal und ihr könnt dafür sicher nicht gebannt werden. Mit dieser Methode werdet ihr in manchen Stunden so 25.000 bis 30.000 VC pro Stunde machen, manchmal aber auch nur so 15.000 VC pro Stunde. Das hängt sehr stark davon ab, wie viele Werbeverträge ihr bekommt und so weiter. Für diese Methode solltet ihr auf jeden Fall schon der Starting 5 sein und eure Minuten beeinflussen können. Wäre noch besser, wenn ihr das könntet. Da tut ihr die Minuten einfach ganz hochstellen auf 37 Minuten, weil ihr wollt möglichst viel Spielzeit für diese Methode bekommen. Bei den Einstellungen geht ihr auf die leichteste Schwierigkeit Profi und kürzeste Vierteldauer 5 Minuten. Am besten solltet ihr in einem guten Team sein, wie zum Beispiel den Bucks, den Mavs oder den Lakers. Wenn ihr das nicht seid, dann fordert den Trade. Das geht manchmal nicht, dann müsst ihr halt abwarten, bis es wieder geht. Oder ihr könnt auch, also es geht nur bei manchen, also wenn man schon ein bisschen gespielt hat, dann wird diese Funktion freigeschalten. Ihr könnt den Trades auch beeinflussen. Zum Beispiel, wenn ihr ein guter Center seid, dann braucht ihr vielleicht noch einen Shooter in eurem Team, weil euer Team keins hat. Dann holt euch am besten einen guten Shooter von einem anderen Team oder auch umgekehrt, wenn ihr ein Point Guard seid, ihr braucht noch einen guten Center, dann holt euch einen guten Center. So, jetzt schauen wir uns mal an, was ihr dann im Spiel macht. So, also wenn ihr jetzt im Spiel seid, dann müsst ihr mit 25 Punkten zur Halbzeit führen oder möglichst bald nach der Halbzeit die 25 Punkte schaffen. Wie das geht, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar in der Offense versucht ihr als Shooter gute Pässe zu fordern, vor allem am Anfang aus dem Catch and Shoot zu treffen. Dafür ist es auch gut, dieses Trade fordern zu nutzen, also einen guten Spieler in euer Team zu traden, in dem Fall dann einen guten Passer, damit ihr euch gute Pässe spielt. Als Finisher natürlich möglichst gut finishen und auch vielleicht ein paar gute Passer in euer Team holen, damit ihr LU-Pässe kriegt und so schneller euer Entfesselt erreicht, aber dazu kommen wir gleich. Als Playmaker natürlich einen guten Shooter ins Team holen, dann nutzt ihr einfach den Spielzug Pass und Block abseits vom Ball, passt dann dem Mitspieler. Der Trick funktioniert meistens, dass dann der Mitspieler, wenn er einen guten Dreier hat, auch den völlig freien Wurf bekommt und auch meistens trifft. Ja, in der Defense ist es wichtig, beim Mann zu bleiben und auch mal klug auszuhelfen, wenn die Mitspieler halt einen Fehler begehen, was ja relativ oft passiert. Wenn ihr aber mehr Einfluss haben wollt, was eure Mitspieler tun und was eure Mitspieler auch in der Defense tun, dann müsst ihr versuchen, Team Entfesselt zu aktivieren. Das schafft ihr natürlich als Shooter, wenn ihr gute Würfe nimmt und trefft. Playmaker halt vor allem durch gute Pässe und als Finisher halt durch Dunks und sowas. Wenn ihr dann soweit seid und ihr könnt euren Spieler entfesseln, dann macht es nicht, sondern geht auf Team entfesselt. Und ab dann dürft ihr keinen Fehler mehr begehen, sprich keinen Turnover machen, keinen richtig dummen Wurf nehmen, keinen Wurf geblockt bekommen oder ein blödes Foul machen. Und das ist eigentlich recht einfach, das müsst ihr halt vermeiden. Wenn mal als Shooter zum Beispiel ein Wurf nicht reingeht, aber der Wurf war im Endeffekt jetzt nicht so schlecht, also auch 20-25% contesteter, da geht die entfesselt Leiste nicht gleich ganz zurück. So schafft ihr das Team entfesselt. Das solltet ihr wirklich mindestens einmal schaffen, dieser Halbzeit. Dann habt ihr die Chance, über euer ganzes Team zu steuern. Und da würde ich jetzt halt nicht nur auf das eigene gehen, dass man selber viele Punkte macht, sondern auch vielleicht mal nur mit einem Mitspieler spielen, der dann die einfachen Punkte macht, wenn er mal einfach unterm Korb steht, auch wenn ihr dann keinen Assist bekommt oder Punkte macht. In der Defense verteidigt ihr dann immer mit dem Spieler, der am Ball ist.
weil dann holt ihr am einfachsten diese defensiven Stops und habt am meisten Kontrolle, was euer Team in der Defense macht. Ja, mit diesen Tipps werdet ihr es nicht immer schaffen, dann diese 25 Punkte Vorsprung schon zur Halbzeit zu erreichen. Kommt auch drauf an, gegen wen ihr spielt, aber relativ häufig. Wenn dann die Halbzeit vorbei ist und ihr seid vorne, dann geht ihr ins Menü und auf mit VC simulieren. Und dann habt ihr in diesen 8 bis 10 Minuten im Bestfall 2 bis zu 2000 VC verdient, was schon echt viel dann durch die Werbeverträge in einer Stunde werden kann. Ja, falls du jetzt wissen willst, wie man am schnellsten 99 overall in My Career wird, dann schau dir jetzt das Video links oben an und bis zum nächsten Mal.